Wir sind am 3. Juni in Oslo, Marina Frogner-Kielens Båtforening, angekommen. Die erste Nacht haben wir am Gästesteg verbracht. Am nächsten Morgen hat uns der Hafenmeister einen Bootsplatz an der Pier 4 zugewiesen, wo wir jetzt diese Woche liegen. Wir haben diese Woche benutzt, um Oslo anzuschauen und Freunde zu besuchen. Ja, wir sind jetzt hier in Oslo, Pipervika. Direkt oberhalb vom Hafen Pipervika, die alte Festung von Oslo. Und auf der anderen Seite haben wir gerade noch das Rathaus von Oslo. Wir sind hier auf dem Weg zur Museumsinsel. Hafen Pipervika, für normale Bötler, bei uns allerdings nicht zugänglich. Ja, wir sind jetzt hier beim Fram-Museum auf der Museumsinsel. Ja, mit dem Schiff hat sich der Amundsen damals im Eis eingefroren im Norden oben und hat sich über den Nordpol in den Atlantik treiben. Das Boot hat man wieder restauriert und dort es heute so ausstellen, so wie es damals gebraucht worden ist. Da sehen wir die Polarnacht. So, jetzt sind wir hier vor dem See. Jetzt ist das Eis aus der Tacklage. Hey, man hat das Gefühl, man darf sich bewegen. Ja, das vielleicht. Ganz verrückt. Bei der ersten Bewegung, wo der Sturm angefangen hat, ist es der Tag. Also einen Hilfsmotor haben sie immerhin auch schon dabei gehabt. Ebenfalls auf der Museumsinsel befindet sich das Kon-Tiki-Museum. Das sind Originalaufnahmen von 1947. Rad. Da in der alten Festung oben. Kanonier in Eva. Wie viel Munition hast du noch? Löcher in der Kanone. Ja, das ist beschossen worden. Laufen wir da die alte Festung rauf. Du bist das Burgfräulein und ich der Minnesänger. Blick oben runter von der Burg. Das Burgfräulein konnte warten, bis da ihre Knappen wieder heimgekommen sind von der Seefahrt. Wir konnten rausschauen ins Meer. Der Verkehr hier ist ganz verrückt. Und das haben wir einen gewöhnlichen Wächtiger. Ja. Ah, da geht der Zäumast rein. Der Urs genießt die Aussicht. Und auf einen Oslofjord. Den nächsten Tag haben wir mit unseren Freunden Annemarie und Andreas verbracht. Die Annemarie hat uns die weltberühmten Skisprunganlagen auf dem Holmenkollen gezeigt. Da sind wir jetzt auf dem Top oben. Holmenkollen. Mit einer fantastischen Aussicht. Da sehen wir den ganzen Oslofjord, wo wir vor 2 oder 3 Tagen reingekommen sind. Da sehen wir Oslo Hafen und die City von Oslo. Da sehen wir die Holmenkollen-Sieger 2024. Hier die Sicht auf die andere Seite. Es ist überwältigend. Die Natur da hinten.
Oslo, Akerbrücke. Heute findet die berühmte Regatta statt. Durch den Oslofjord raus, um einen Leuchtturm herum. An dieser Regatta nehmen mehrere hundert Boote teil. Und da außen sind sich jetzt die Ersten am Vorbereiten für den Start. Die kommen jetzt hier aus der Wartezone raus. Und da die alten schönen Boote, die sind jetzt unmittelbar vor dem Start. An die alte Festung. Auch in Oslo herrscht heute Lichtwind. Und es bleibt abzuwarten, ob der Alf diesen Boot innerhalb von diesen 2 Tagen, die es Zeit haben, das Ziel auch sieht. Noch 1 oder 2 Minuten bis zum Start von dieser Klasse. Da sehen wir, um welche Regatta es sich dort handelt. Selbstverständlich haben wir auch noch ein paar weitere Sehenswürdigkeiten von Oslo angeschaut. Hier sehen wir das Königsschloss. Und in der Kongen Marina haben wir das schon fast karibische Flair genossen. So ist eine schöne Woche zu Ende gegangen.